Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, und zwar bei meiner Episode 17. In der soll es heute um meinen strickigen Jahresrückblick 2024 gehen. Ja, es ist schon ein paar Tage her, seit das neue Jahr jetzt angefangen hat. Wir sind schon Mitte Februar, aber ich denke, über Strickiges kann man immer reden. Und wenn es denn klappt, möchte ich hier auch im Anschluss über mein YouTube-Jahr reden. Im Dezember war es genau ein Jahr voll. Oder nein, ich lüge, es war sogar November. Nur wie das Leben halt so spielt. Es gab anderes zu tun und wir hatten ja auch noch die Weihnachtslives und Adventskalender, Shorts und weiß der Geier was nicht noch alles. Deswegen hatte ich da noch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, möchte aber hier das jetzt nachholen. Wäre ja schade. Zudem ich ja gedacht habe, nee, zumal ich ja gedacht habe, dass ich es nicht über Folge 1 hinaus schaffe. Ja, jetzt sind wir schon bei Folge 17. Also viel Spaß beim Video. Es ist eine Dauerwerbesendung und wie immer, ihr findet mich auf Instagram, TikTok, Ko-fi, YouTube, PayPal unter Nanas Knits and Threads und auf Ravelry unter Knits and Threads. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr euch mit mir verbindet, weil ich kann dann nämlich auch sehen, was ihr so favorisiert oder welche Projekte euch interessieren und ihr auch meine. Ja, viel Spaß und schauen wir mal, was da kommt. Ach übrigens, an chronologische Reihenfolgen halte ich mich nicht so gerne, deswegen lassen wir uns überraschen, was Ravelry denn abgespeichert hat und wie, und dann zeige ich es euch einfach in dieser Reihenfolge. Ja, starten wir doch direkt mal mit dem Pullover, den ich hier anhabe. Und zwar, wir schauen mal hier auf mein Ravelry Bundle, Knits from 2024, also aus 2024, all meine Strickprojekte. Und bei diesem steht, dass das der Yokelos Sweater ist. Das war ein Teststrick im Februar 23 begonnen für die Designerin Kathleen Simpson. Ist eine kostenpflichtige Kaufanleitung. Das Garn, was ich hier benutzt habe, ist das Holzgarn Supersoft in den Farben, da muss ich jetzt mal schauen, Poppy, Geranium, Bright Plaster, Sage Blue und Parma. Den Teststrick habe ich nur so weit machen müssen, da kann man sehen, nur so weit machen müssen, dass ich unter den Armen geschlossen habe und einen Ärmel, und dann war er somit beendet, was für meinen Pullover bedeutete, dass ich ihn zur Seite gelegt habe, und dann wurde er zum UFO. Letztes Jahr habe ich ihn dann im Knit My UFO, das ist eine Call-Gruppe, die ich auf Instagram ins Leben gerufen habe, um die UFOs endlich mal von den Nadeln hüpfen zu lassen, habe ich also dieses UFO nicht beendet. Und dieses Jahr startete die Knit-Along-Gruppe wieder im Januar, also Knit My UFO 2025 läuft bis Ende April. Wenn du Lust hast, kannst du dich bei mir melden und ich stecke dich mit in die Gruppe rein und wir versuchen, die UFOs zu beenden, die wir so auf den Nadeln haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nicht den Yokelos Sweater wieder mit in die UFO-Gruppe mit hineinnehmen und habe das dann in meinem Weihnachtsurlaub beendet, dieses Projekt. Ja, auf dem Bild hier, auf der Ravelry Projektseite kann man sehen, bei dem Sweater hatte ich Probleme mit dem Halsbündchen. Das stand trotz Wäsche etwas ab. Ich vermute, dass einfach bei dem Design, weil als Teststricker habe ich mich ja an die Vorgaben zu halten von einem Design. Ich kann daran nichts ändern vorab. Und ich vermute, dass es einfach zu viele Maschen waren für, also zur Relation der Rundpasse. Was habe ich gemacht? Ich zeige es euch mal kurz. Ich habe hier in das Halsbündchen, man kann es jetzt sehen, ein leichtes Hutgummi eingezogen. Und jetzt sitzt es wunderbar. Hat aber den Effekt, und da zeige ich euch jetzt, wenn ich aufstehe, welchen Effekt es jetzt trotzdem hat. Ich bin mal aufgestanden. Es hat den Effekt, dass jetzt meine Ärmel etwas zu kurz sind. Warum? Weil das Gummi natürlich jetzt meine Ärmel etwas mitgezogen hat und dementsprechend diese paar Zentimeter, die es vorher hatte, jetzt halt eben nicht mehr vorhanden sind.
Ja, stört mich eigentlich nicht, weil wenn ich eine Uhr anhab, dann passt es schon, beziehungsweise meine Schwester hat auch etwas kürzere Arme und sie trägt ja meine strickigen Sachen mit. Insgesamt, hier zeige ich euch den Sweater, finde ich ihn eigentlich ganz gut. Er ist für meinen Geschmack und das, was ich halt sehr gerne mag, etwas zu weit. Er hätte von mir aus gerne er hätte so sein können, hätte mir gereicht, aber, ähm, Holz Supersoft ist so ein feines und dünnes Garn, da ist es gar nicht mal so schlimm. Ich zeige euch jetzt noch mal die Rundpasse aus der Nähe. Das Garn heißt zwar Supersoft, ist aber ein griffiges Garn. Hole ich mir immer auf Kone oder meistens auf Konen. Die sind dann 500 Gramm, ganz selten mal auch 1 Kilo. Direkt, das ist ein dänischer Garnhersteller und die hole ich mir direkt bei Holst, weil in Deutschland werden die meistens nur als Knäuel vertrieben und bei Holst gibt es immer Sonderrabatte und Aktionen und für Colorwork finde ich halt einfach die Konen praktischer. Ja, ich habe jetzt beispielsweise das Grün hier und das Blau. Und ja, die anderen Farben habe ich euch ja vorgelesen, sind auf meiner Ravelry-Seite. Was gibt es noch zu sagen? Es ist, genau, das Garn ist etwas sehr robust und ja, kratzig, wenn man es in der Hand hat beim Verstricken. Da ist aber auch noch das Öl drin, was die zum Verspinnen nutzen. Das heißt, wenn ihr das Holz, also den Pullover wascht, dann wird danach das Garn viel weicher, also um einiges weicher. Ja, wenn ihr Holz Supersoft wascht, dann wird das Garn um einiges weicher, aber Supersoft heißt trotzdem noch nicht, dass es dann häschenohrenweich wird, sondern halt eben für ein robustes Garn sehr weich. Ich muss sagen, mit jeder Wäsche wird es auch um noch einiges weicher und das Gute ist auch, man kann es in der Waschmaschine waschen. Also ich habe meinen Pullover hier auf Wolle 30 Grad gewaschen und er geht dann etwas ein und das Maschenbild wird dann auch dichter und schöner, aber er verliert nichts an dieser weichen Haptik, also an diesem elastischen, weichen Fluss, den es ja normalerweise das Garn hat, wenn es verfilzt. Also wenn es arg zusammen sich zieht, dann wird es ja gerne fest und nicht locker, aber bei Holz Supersoft ist das nicht der Fall. Ja, ich habe es einfach verstrickt, nicht doppelt mit 4 Millimeter. Das bedeutet, das ist am Anfang etwas grobmaschig, aber durch die Waschmaschinenwäsche wird es dann schön. Ich zeige es euch auch noch mal näher an der Kamera. Ja, die Maschen ziehen sich schön zusammen. Und ich finde auch diese einfache Variante, also der Faden ist ganz fein, wie ihr sehen könnt, ganz praktisch. Also es ist ein Light Fingering dann, würde ich beschreiben, weil der Pullover ist sehr schön fein und dünn. Also der hat, ich weiß nicht, wie schwer der ist. Also ich glaube nicht, dass der über 200 Gramm kommt. Und das ist das Gute, also das gefällt mir an Holz Supersoft, dass sich die Pullover trotz ihrer Größe sehr leicht und locker anfühlen. Ja, natürlich könnte ich auch einen anderen Colorwork-Pullover stricken und das Garn doppelt halten. Das bleibt einem selbst überlassen oder ich habe es auch schon mit Mohair zusammen verstrickt. Aber in diesem Fall ist es halt pur und wie ich finde, sehr gut. Eins war noch, das hatte ich in meiner Folge erwähnt und zwar hier vorne, jetzt gucke ich mal kurz im Monitor, hier vorne irgendwo, da war das Garn zu dünn gesponnen und ich habe es beim Stricken zwar gesehen, aber wie man so ist manchmal, ach ja, passt schon. Wenn es gewaschen ist, dann wird sich das zusammenziehen und dann sieht man es nicht mehr. Ja, Pustekuchen. Nach der Wäsche ist das Garn hier gebrochen und ich hatte hier vorne ein Loch. Habe es aber mit Stichen passend gestopft und ich finde, man erkennt nichts. Und dementsprechend ist es auch nicht schlimm. Und da das Garn ein robustes Garn ist, zieht sich das auch nicht auf.
Also das ist ein ideales Garn für Colorwork und die Maschen blieben, wo sie sind und da konnte ich es gut miteinander verbinden und ja, also Joggelo-Sweater ist Daumen hoch. Ja, als nächstes möchte ich über mein Design reden und zwar den Frozen Nature Sweater. Einige von euch wissen es ja schon, Alex hatte letztes Jahr einen Adventskalender herausgebracht mit 4 verschiedenen Färbungen, alle in so Mauve, beige, braun Tönen gehalten und zum Thema gefrorene Blumen, Frozen Flowers hieß der Adventskalender. Und spontan hatte ich mich dazu entschlossen, 3 Anleitungen passend zum Adventskalender zu gestalten. Ich dachte, so hat jeder etwas, was er mit seinen Adventskalenderfärbungen stricken könnte. Die einen lieben Socken, die anderen lieber Tücher und ich persönlich stricke am liebsten Sweater. Für diesen Sweater benötigt man aber noch Flausch, der war im Adventskalender nicht enthalten und Alex hatte zu der Zeit sogar die Yak Cloud und zwar hier in der Farbe Schnee und ich hatte die Farbe Mauve ganz neu ins Sortiment aufgenommen. Yak Cloud ist 42% Babyalpaka, 13% Merino-Wolle und 10% Yak und 35% Seide, 400 Meter auf 50 Gramm Non-Superwash. Hier in dem Sweater habe ich mich dann entschlossen, ein einfaches Design zu wählen, damit möglichst viele es nachstricken können. Hier wird begonnen mit einem doppelten Halsbündchen mit rechts verschränkten Maschen und danach folgt eine Rundpasse, denn ich dachte, eine Rundpasse, die schafft jeder, auch ein fortgeschrittener Anfänger. Da aber Rundpassen, also wenn man nur eine Rundpasse strickt, meistens die Passform nicht immer so die idealste ist, habe ich beschlossen, ab einem bestimmten Punkt, in diesem Fall bei mir hier, Raglan mit einzubauen, damit einfach, wenn man den Arm hebt, nicht der ganze Pullover immer mitwandert. Das ist nämlich der Nachteil bei einer Rundpassenkonstruktion. Was noch? Bei dem Pullover hier habe ich auch einen Fade eingebaut. Das bedeutet, nach jedem Adventssonntag, wenn ihr eure Farben geöffnet habt oder halt eben die es gekauft haben, dann wird von oben nach unten gestrickt, immer eine Farbe. Die erste Farbe wurde, Moment, ich muss überlegen, mit dem Yak doppelt gehalten, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, bis dahin gefällt mir es, also ungefähr Viertellänge vom Pullover, von der Pulloverlänge, die ich eigentlich gerne trage. Und ab da habe ich dann angefangen, die zweite Farbe mit einzufäden. Man macht es dann im Wechsel, ein paar Reihen lang, strickt man dann die zweite Farbe, dann lässt man die erste fallen und strickt dann weiter. Ich stehe mal kurz auf und strickt dann weiter in der zweiten Farbe, macht dasselbe Spiel wieder hier, strickt abwechselnd und dann ab hier wieder in der dritten Farbe und zuletzt unten die vierte Farbe. Dabei muss man beachten, dass man auch Garn natürlich für seine Ärmel braucht und gleichzeitig habe ich dann also immer wieder meine Knäuel gewogen. Wie viel habe ich denn bis jetzt verstrickt? Reicht mir das für 2 Ärmel? Und dann habe ich, tatsächlich habe ich so gemacht, dass ich immer eine Farbe beendet habe und habe dann angefangen, links und rechts die Ärmel zu stricken und dann wieder die nächste Farbe und dann wieder so die Ärmel, sodass mein Pullover eigentlich gemeinsam gewachsen ist. Also sprich die Ärmel mit dem Körper. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Yak ist ein super weiches Garn, ein super Ersatz zu Mohair, wer es nicht verträgt. Für mich gleichzusetzen mit der Suri, aber hat Stand. Also Yak ist ein Garn, was dem Pullover eine Standfestigkeit verleiht, wie wenn ich trockenes Garn benutzen würde und vielleicht in Decay-Stärke verstricken. So fühlt sich das dann an. Ansonsten, wie gesagt, super weich. Meine Farbe war Mauve. Ich habe den gleichen Pullover für Alex Sample gestrickt und zwar mit der Schnee-Variante. Ich zeige euch jetzt mal der Alex ihren Pullover.
Das ist so. Und im Vergleich zu meinem seht ihr vielleicht den Farbunterschied. Ich stehe jetzt aber auch gleich nochmal auf und zeige euch das im stehenden Zustand. So, und das ist das Wetter angezogen. Da könnt ihr ganz genau erkennen, Farbe Nummer 1, 2, 3 und 4. Die Namen stehen auf Ravelry, die kann ich jetzt nicht auswendig. Seht es mir nach. Ich meine, das ist ja Frozen Dahlia, Frozen Raspberry, Frozen Oats und Frozen Oats und Frozen Grass, glaube ich. Ich glaube, so rum war es. Aber glauben heißt nicht wissen. Hier sieht man die Raglan-Nähte. Hinten im Nacken gibt es verkürzte Reihen. An der Seite habe ich wieder eine Fake-Naht eingebaut, weil ich finde, dass dann der Pullover schöner sitzt. Die führt sich auch hier unten, kann man sehen, ja, hier am Ärmel weiter fort. Die Maschen sind verschränkte Maschen und italienisch abgekettet. Ja, der Flausch, wie ihr seht, ist nicht erhaben, also der ist nur ganz leicht, aber fühlt sich super an. Ja, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Es ist ein Allrounder, der Pullover, ist auch nicht weit geschnitten. Genau, in meiner Anleitung habe ich dazu geschrieben, dass dieser Pullover eine Mehrweite von maximal 10 cm vorgesehen, also habe ich vorgesehen. Meine Ärmel sind schmal geschnitten, weil ich das so mag. Ich mag unter der Jacke keine weiten Ärmel, die krumpeln sich mir hier immer unter der Jacke rein und dann fühle ich mich wie so ein Teddybär. Tatsächlich habe ich sogar noch meine Ärmel, also der Pullover ist mit 4 mm gestrickt und bei meinen Ärmeln habe ich sogar 3,5 mm genommen, um einfach das noch dichter zu machen, das Maschenbild, und die Ärmel noch enger zu bekommen. Bei der Alex, da ich weiß, dass die Alex gerne oversizige ihre Pullover mag, bin ich hoch mit der Größe, habe für sie Größe 7 gestrickt, bin bei den Ärmeln sogar auf Größe 9 gegangen, weil sie muskulöse Oberarme hat. Ich habe auch in der Anleitung geschrieben, ihr möchtet doch den Pullover an euch anprobieren, also bevor ihr zur Runde schließt, um einfach zu sehen, reicht euch das von der Passe her, von der Tiefe her, oder möchtet ihr noch mehr Platz hier unter den Achseln und an den Ärmeln haben? Zum einen bin ich keine Profidesignerin, zum anderen finde ich, ist es ein persönlicher Geschmack, wie komfortabel ich mich fühle und wann. Deswegen sehe ich eigentlich Anleitungen immer eher als ein Rezept, als wie eine strikte Anleitung. Deswegen lege ich euch nahe, probiert die Strickstücke an, schaut, wie weit es bei euch an eurem Körper ist und ob ihr noch Raglan-Zunahmen hinzufügen wollt. Also hier. Oder ob ihr sogar noch etwas mehr Weite am Körper haben wollt, dann müsst ihr unter den Achseln noch einige Maschen mehr dazu schlagen. Ihr könnt ja an eurem Maschenprobe abmessen, wie viele Maschen ihr gestrickt habt, und dementsprechend, wenn ihr sagt, ihr braucht 4 cm mehr, zählt ihr einfach die Maschen ab an der Maschenprobe, wie viel mehr ihr unter den Achseln noch zunehmen wollt. Gebe ich euch hier nur mit als Rat. Das hat aber nicht nur mit meiner Anleitung was zu tun. Das könnt ihr generell bei jeder Anleitung machen. Fühlt euch einfach frei. Das ist ja genau der Vorteil des Strickens. Ein weiteres Design für den Adventskalender ist die Frozen Raspberry Sockanleitung gewesen. Hier auf dem Bild seht ihr die Originalfärbung Frozen Raspberry. Die Socken, die Sampler-Socken sind schon bei Wool & Forest, also bei Alex, aber ich kann euch hier Socke Nummer 2 vorstellen, also zumindest eine Socke von dem zweiten Paar. Ist aus der anderen Färbung Frozen Dahlia gestrickt, weil ich das einfach als Rest noch übrig hatte.
Ihr seht, genau, bei der Konstruktion ist es so, ihr fangt von der Spitze an. Warum? Weil ich einfach mich erinnert habe, dass meine Großmutter das immer so gemacht hat, dass sie nicht von Bündchen, sondern von Spitze an immer gestartet hat. Und ich finde das eigentlich ganz praktisch. Dann weiß man nämlich immer, wie viel Sockenwolle man für die Traumsocke braucht, also in welcher Länge etc. pp. Also angefangen haben wir bei der Spitze mit dem türkischen Maschenanschlag. Zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich die Socke runternehme. Man sieht nichts. Ich habe eine verstärkte Spitze gewählt, wird dann rüber gestrickt bis zu diesem Keil. Habe dann hier hinten auch verstärkte Ferse gemacht und diesen Zwickel eingestrickt. Und ihr seht hier am Schaft, da sind kleine 1x1 Töpfchen eingestrickt. Die könnt ihr ohne Zopfnadel stricken. Und am Ende habe ich hier mit einer anderen Farbe nochmal abgesetzt. Frozen Oats, glaube ich, war es. Und habe dann italienisch abgekettet. Ich glaube, 30 Gramm habe ich für Größe 38 gebraucht. Könnt ihr nochmal auf Ravelry nachschauen, auf meiner Projektseite. War, wie gesagt, eine Anleitung für den Adventskalender. Ist jetzt als Kaufanleitung erhältlich. Hier nochmal das italienisch abketten. Und hier vorne der türkische Maschenanschlag. Also man sieht hier nichts. Sieht aus, wie wenn es ein Kitchener Stitch gewesen wäre, aber nein, wir haben von der Spitze an gestartet, dementsprechend man sieht nichts. Frozen Raspberry Socks. Und die letzte Adventskalender-Anleitung war dieses Tuch. Das ist der Frozen Dahlia Schal. Da seht ihr hier die Projektseite von meiner Ravelry-Seite. Und zwar wurden hier die Sockenstränge doppelt gehalten. Also sprich, ich habe mit der ersten Farbe gestartet, die habe ich doppelt gehalten. Und dann ab einem gewissen Punkt habe ich die zweite Farbe hinzugenommen. Habe dann einen Faden von der ersten Farbe fallen lassen und habe dann so lange weiter gestrickt mit beiden Farben zusammen, bis die erste Farbe vorbei war, also fertig gestrickt war. Dann habe ich die zweite Farbe weiter gestrickt, bis ich ungefähr 25 Gramm übrig hatte. Dann habe ich die dritte Farbe dazu genommen und habe dann immer so weiter verfahren, bis zuletzt ich an der vierten Farbe war, und die habe ich komplett in dem Projekt verstrickt, beziehungsweise bei mir blieben dann am Ende 17 Gramm übrig. Bei den einen oder anderen Teststrickern, die natürlich ihr Garn benutzt haben, die haben es dann geschafft, das komplette Garn fast zu verstricken, haben mitunter aber auch nochmal den Schal etwas verlängert. Was gibt es zum Schal noch dazu zu sagen? Ich blende euch hier ein Tragevideo noch ein, weil der Schal ist auch als Sampler schon lange bei Wool & Forest, bei Alex. Zu sagen gibt es, dass ich zwar die Dreiecksform gewählt habe, aber nicht wollte, dass dieser Lappen, also dieses Dreieck vorne am Hals, so tief bis zum Bauchnabel runterhängt. Also wie ihr hier am Bild und am Tragevideo sehen könnt, ist es relativ weiter oben oder kürzer. Das habe ich so geschafft, indem ich einfach German Short Rows an den Seiten eingebaut habe und der Schal immer mehr in die Breite gegangen ist, statt nochmal in die Tiefe. Ja, und somit haben wir eine Spannweite, eine Flügelweite mit fast 2 Metern oder sogar 2,15 Meter, wenn ich mich recht erinnere. Denn sowohl Alex als auch ich, wir beide mögen, wenn der Schal Volumen um den Hals hat. Und sie sowieso als große Person findet das immer ganz schlimm, wenn die zu klein geraten sind. Und dementsprechend für sie hat es gepasst und für mich auch. Ja. Ja, da ich nicht wissen kann, wer alles die Adventskalender gekauft hat, beziehungsweise in welchem Strickstadium sich wer befindet, wollte ich, dass auch Anfänger, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, diesen Schal oder das Tuch sich stricken können. Und so habt ihr die Möglichkeit, da jede Zeile ausgeschrieben ist, auch wirklich bis zu Ende diesen Schal stricken zu können.
Die Adventskalenderkäufer hatten die Anleitungen kostenlos drin als Download. Die Phase ist jetzt vorbei. Das hat gegolten bis zum 31. Januar. Und alle anderen können die Anleitungen auf Ravelry bei mir einzeln kaufen. Ihr könnt jedes Fingering Garn nehmen. Wichtig ist, dass ihr die Lauflänge beachtet. Ihr braucht 4 Stränge und dann könnt ihr diese 4 Farben miteinander faden. Das sieht für mich halt am schönsten aus. Natürlich könnt ihr auch jedes DK Garn nehmen und den ganzen Schal auch einfarbig stricken. Das bleibt euch überlassen, aber ich fand einfach in dieser gefadeten Variante das am schönsten. Und tatsächlich freue ich mich auch schon drauf, wenn Alex die Farben wieder als Set färbt. Hat sie ja schon versprochen, dass sie das bald angeht, weil ich für mich hätte natürlich den Schal auch gerne. Den habe ich jetzt noch nicht. Und dann werde ich mir den einfach auch nochmal stricken. Und genau in den Farben. Und dann passt er wieder wunderbar zu meinem Pullover. Das nächste Design, was ich gestrickt hatte in 2024, war dieses 1993 Tee. Und ja, Jessie Made Designs werden einige von euch vielleicht kennen. Sie hat ja das Mini Mockneck Tank Top unter anderem designt, aber auch, was hat sie denn noch gemacht? Da müsste ich jetzt mal drauf schauen. Was war denn noch so bekannt? Jessie May, genau, sie ist zum Beispiel für diesen Gingham Raglan bekannt, unter anderem aber in Amerika sowieso für die anderen Designs. So. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem 1993 Tee. Also dieses Tee habe ich testgestrickt für sie letztes Jahr und habe beschlossen, dass ich es aus Wool & Forest Suri Deluxe stricke, und zwar einmal Farbe Dove, das ist dieses Blaugrau, und Neon Lemon. Ich wollte, dass das Blaugrau ein bisschen raussticht und nicht so mausgrau daherkommt. Das T-Shirt selber, wie ihr seht, das ist nichts. Also das sind 2 Stränge, die ich da verstrickt habe. Butterweich, kann ich als Shirt anziehen, fühlt sich nicht, also juckend am Körper an. Und ich blende euch hier jetzt mal ein Bild ein. Ich hatte das jetzt vor kurzem auch in Kombination mit einem Blusenhemd an und dann ziehe ich es eben als Polunderersatz an. Super soft, Suri Deluxe, butterweich. T-Shirt ist eine einfache Konstruktion. Ach so, was es noch hat, die Bündchen sind glatt rechts gestrickt, wurden umgeschlagen und dann innen festgenäht. Und am Hals ist es eine glatt rechts Konstruktion und dann abgekettet. Finde ich auch mal schön. Und hier am Ärmel sieht man es auch wieder glatt rechts und umgenäht. Also umgeklappt und umgenäht mit so einer linken Maschenkante. Ja, 1993 die Jessie May Design. Ja, starten wir doch mal auch mit meinem ersten Design, was ich letztes Jahr herausgebracht habe. Und zwar ist es, wie ihr hier sehen könnt, das Füchslein, auf Englisch Little Vixen. Das Design, klar, ich habe schon vorher Sachen designt und halt vor allem für meine Schwester oder meine Nichte oder wen auch immer, mal meinen Vater früher und so weiter. Aufgeschrieben habe ich die Sachen nicht und da wollte ich jetzt einfach mal mich dran getrauen, habe gedacht, hier, es gehört zu den Sachen, die ich einfach mal versuchen will. Gesagt, getan. Dieses Füchslein wurde gestrickt aus der Färbung Füchslein Single Merino von Wool & Forest, zusammengehalten mit Kremke Stole Wool Stellaris und Suri 800 in der Farbe Kaschmir. Gestrickt wird es mit 6 mm Nadeln, wer es noch nicht weiß, und habe an der Seite hier, wie auch bei dem Pullover, eine Fake-Naht eingebaut, weil ich das einfach schöner finde. Und durch die 6 mm Nadeln hat der Pullover eine schöne Leichtigkeit und schön fluffig und fühlt sich nicht so schwer und kompakt an. Doppelte Halsbündchen und 2 Stränge brauche ich nur für den Pullover.
Insgesamt, glaube ich, war der auch ich muss mal schauen, ein paar Tagen gestrickt. Also 6 Tage habe ich dafür gebraucht. Der Pullover braucht nicht viel Material, das ist der Vorteil. Und wie gesagt, mit 6 mm Nadeln schön luftig und leicht und ist schnell gestrickt. Also musste noch eine zweite Version her. In diesem Fall habe ich es Little Vixen benannt, gestrickt aus der Sock-Qualität von Alex von Wool & Forest in der Glücksfärbung Frühlingswiese, zusammengehalten mit ebenfalls Cremke Stellaris und Suri 800 in der Farbe Mauve. Die Cremke Stellaris habe ich hier vergessen einzutragen, die war aber mit dabei. Der Pullover wohnt nicht mehr bei mir, den hat meine Schwester bekommen. Hat eine leichte rosa Färbung. Füchslein ist ja in einem beige-braun gehalten. Hatte meine Schwester in Backnang an. Wir waren beide mit den Füchsleins unterwegs, genau. Ja, wieder die Fake-Naht. Und ich muss sagen, in der Sock-Qualität mit Suri zusammengehalten, hat mir das auch sehr gut gefallen. Füchslein Nummer 3 wird dieses Jahr auf jeden Fall wieder auf meine Nadel springen. Ein weiteres Design letztes Jahr war dann dieser Winterflausch-Schal, der mehr oder minder per Zufall entstanden ist. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ich habe die Big Mohair, die Big Mohair von Zauberkunstgarne entdeckt, schon in Kassel letztes Jahr, und habe sie dann im Backnang auch wieder in den Händen gehabt. Und Steffi hat mir einen Strang des Mohairs in der Farbe Morgana mitsamt Paillettengarn von Rico Design, was sie auch vertreibt, in der Farbe Anthrazit zur Verfügung gestellt und hat gesagt, hier, möchtest du was damit machen? Und ich habe gesagt, ja, da hätte ich ein Tuch im Kopf. Und als ich dann zu Hause war, beziehungsweise als ich mir zu Hause dann angeschaut habe, habe ich gedacht, nee, das ist zu schade für ein Tuch. Nee, so rum. Das ist zu schade für ein Tuch. Ich hätte ganz gerne einen Schal, und zwar so einen, wie ich schon mal meiner Schwester gemacht habe. Und dann fing ich an zu stricken und fand das wunderbar. Und dann hat mir natürlich der eine Strang nicht gereicht. Ich habe mir noch 2 weitere geordert und auch Paillettengarn. Es ist zwar eine Investition, der Schal, wie auch weitere, die noch folgen werden, aber ganz ehrlich, wenn ihr so ein Tuch oder ein Schal aus handgefärbter Wolle fertigt, dann sucht euch ein schönes Design aus, was zeitlos ist und wo ihr viele Jahre daran Freude haben werdet. Und ich wusste, dass ich an diesem Big Mohair auf jeden Fall sehr viel Freude haben werde und dass das etwas ist, was ich super gerne haben werde. Ich ziehe es jetzt mal an, weil ich es nämlich liebe, wenn das viel Volumen um meinen Hals hat und ich im Winter nicht frieren muss. Ich hasse es, wenn mein Nacken friert. Ich hasse es, wenn mir da der Wind reinzieht. Und deswegen mag ich, wenn ich etwas Voluminöses um den Hals haben kann. So, ich ziehe ihn jetzt mal an und rede aber nicht dabei, da das Mikro sonst wahrscheinlich wieder streikt. So, das wäre jetzt der Schal, wenn er angezogen ist. Ich wollte jetzt dabei nicht reden, weil ich nicht weiß, wie das Mikro streikt. Aber ich wollte es euch jetzt mal gewickelt zeigen, und ich mag es, wenn dieser Schal einfach dieses Volumen hat. Er ist super soft, super weich, juckt nicht, kratzt nicht. Ja, hat genau die richtige Länge unterm Mantel, unter der Jacke. Ist nicht zu lang vorne, damit ich da nicht nochmal am Bauch jetzt das Volumen habe. Ja. Ja, ihr seht, so eine Länge hat er, wenn ich ihn einfach locker um den Hals lege. Wenn ich dann meine Jacke anziehe, so, ich halte es mal vorne zusammen, dann wäre das so. Der Winterflauschschal mit diesen dezenten Pailletten, die überhaupt nicht stechen, die man nicht merkt am Hals. Also sehr, sehr schön, tolle Farbe. Ein kostenloses Design von mir auf Ravelry zum Download erhältlich. Könnt ihr euch runterladen.
Wolle gibt es bei Steffi Zauberkunstgarne. Big Mohair in der Farbe Morgana. Wenn wir schon bei kostenlosen Designs sind, dann möchte ich auch noch auf das Waldtuch eingehen. Und zwar ist das ein Design von der Monika Kaulen, hat sie für die Alex für ihren Adventskalender 23 designt. So, da habe ich es, glaube ich, im Kopf. Und die Färbungen sind so wunderbar gewesen, dass ich zu Alex gesagt habe, du brauchst unbedingt ein Samplertuch, damit die Leute sehen, wie toll das verstrickt aussieht. Also das Design ist wirklich wunderschön, ist ebenfalls ein Fade. Wenn ihr es sehen könnt hier auf dem Bild, da sind kleine Bäumchen mit eingestrickt. Die haben mir zwar einiges abverlangt, aber gut, irgendwann ist man durch. Die einzige Veränderung, die ich gemacht habe, ist, ich habe mit Nadelstärke 3,5 statt mit 3,0 gestrickt. Ich glaube, sowas angegeben. Und sie hat an den Seiten, also nee, sie hat an 2 Stellen von dem Tuch auch Short Rows eingebaut, damit eben das Tuch mehr in die Breite geht. Und ich hätte die Short Rows am Ende rauslassen können, also weglassen können, dann wäre das Tuch für mich groß genug gewesen, weil ich 3,5er Nadel genommen habe und dementsprechend das Tuch dann sowieso gewachsen ist. Also so wie ich es dann gestrickt habe, ist es riesig geworden, ist jetzt auch kein Nachteil, dann kann man sich mehr um den Hals wickeln, aber wie gesagt, hätte ich die Short Rows, die letzten weggelassen, dann wäre es perfekt gewesen. Ja. Das Waldtuch von Frau Monika Kaulen, kostenloses Download bei Wool & Forest oder ihr fragt direkt bei Monika Kaulen an. Das Waldtuchset gibt es bei Alex und ist auf jeden Fall ein tolles Design und eine tolle Färbung. Reden wir doch dann über diesen Sunday Sweater. Habe ich gestrickt aus der Drops Kid Silk. Muss ich überlegen. Ich habe gerade eine Mohair-Folge abgedreht, jetzt bringe ich ständig die Mohair-Namen durcheinander. Doch, ich bin mir sicher, dass es bei Drops die Kid Silk heißt, also auf jeden Fall das Mohair von Drops. Hier in der Farbe Lavendel, da hatte ich schon drüber gesprochen. Wie ihr hier sehen könnt, Fragebild hier auf Ravelry. Ich habe in meinem Pullover im Nacken hinten gekürzte Reihen eingebaut, weil ich es einfach schlimm finde, wenn der Pullover vorne und hinten gleich ist. Also dann drückt es mich hier am Hals und ich möchte einfach, dass der hinten im Nacken höher kommt. Jetzt kann ich euch leider nicht sagen, ich muss mal schauen, ob ich was geschrieben habe. Genau, ich habe die Short Rows im Rücken hinzugefügt, also hier unten drunter, damit einfach das Muster nicht gestört wird und sich dann halt eben der Rücken hoch oder der Rücken wächst im Gegensatz zum Vorderteil. Kann man machen, hat ja in dem Fall geklappt. Das Einzige, was ich noch hinzugefügt habe, ist ebenfalls hier ein Hutgummi, weil das Mohair am Hals nachgibt und das Bündchen einfach unschön absteht, beziehungsweise mir dann zu weit ist. Und ich habe ja gerade gesagt, ich hasse es, wenn ich am Hals friere oder am Nacken friere. Ich möchte es da warm haben. Das Drops Mohair, in dem Fall waren es 2, also die gleiche Farbe, aber 2 verschiedene Qualitäten, die ich aber miteinander vermischt habe, so dass sich dann praktisch eine Qualität ergibt, doppelfädig gehalten und die eine Qualität war weicher wie die andere, sodass ich praktisch ein semi-weiches, mittelweiches Strickstück erhalten habe. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist ein tolles, einfaches Design. Ist etwas, was einfach zwischendurch einen
befriedigt, weil man nicht so viel drüber nachdenken muss und einfach am Ende ein schönes klassisches Stück kriegt. Also Petit Knit, Kaufanleitung auf Ravelry und was habe ich denn gebraucht? Jetzt drin 8 Knäuel Mohair, also wiegt das Ganze gerade mal 200 Gramm. Ja, bei Pi mal Daumen, ich sage jetzt mal 5 Euro. Sie sind meistens unter 5 Euro. Könnt ihr euch ja ausrechnen, was der Pullover gekostet hat. Also nichts. Ja. Ist aber halt immer bei Drops so ein Glücksspiel. Trotzdem bin ich froh. Schöne Farbe, schöner Pullover. Sunday Sweater von Petit Knit. Kaufanleitung auf Ravelry. Den nächsten Pullover, den ich euch hier zeige, den ich anhabe, ist der Perfect Palette Sweater von Kutova Kika oder von Veronika Lindberg. Ebenfalls eine Kaufanleitung, nein, beziehungsweise eine Anleitung aus ihrem neuesten Buch. Und zwar hier Knits to Wear. Erschienen im bei Leine Publishing, kennt ihr vom Leine Magazine. Und ist ganz neu. Ich denke auch, dass das bestimmt bald auf dem deutschen Markt übersetzt erscheinen wird, aber ich weiß leider noch nicht, von wem, bei welchem Verlag. Und dieses Buch hat ganz schöne Anleitungen, unter anderem halt, wie gesagt, den Perfect Palette Sweater, den seht ihr hier in rosa und einmal in hellblauer Variante. Schön. Ich habe mich für DK Garn Merino DK von Wool & Forest entschieden in der Farbe Karamell und Suri Deluxe Kaschmir, damit das nicht zu dominant wird, die Karamellfarbe. Und ansonsten seht ihr hier Lapis Lazuli mit Restmohair von Lapis Lazuli, also in der Farbe Lapis Lazuli und ebenso Smaragd und Neon Azalee. Das sind meine Farben, weil ich finde im Winter Beige und Grau. Gerade jetzt Februar, den Monat, der zieht mich am meisten runter. Der ist immer so grau in grau. Ich habe immer so das Gefühl, ich brauche morgens gar nicht aufstehen. Ich kann gleich wieder ins Bett. Lohnt sich nicht, gibt kein Licht. Dementsprechend brauche ich Farbe. Ich möchte einfach Farbe im Winter. Und da man viel beige, schwarz, dunkelblau, grau anzieht, dann finde ich, passt es wunderbar. Ich habe mich an die Vorgabe gehalten. Es war ein geheimer Teststrick, wie gesagt, fürs Buch. Die Teststricker sind auch im Buch hinten erwähnt. Da findet ihr auch ganz klein meinen Namen hinten drin. Ansonsten durften wir es halt, wie gesagt, vorher nicht preisgeben, was wir stricken. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe diesen Kragen, das Bündchen, nicht, ich zeige es gleich mal, umgeklappt wie sie. Also bei ihr ist es so, weil ich einfach, da sind wir schon wieder beim Nacken, es kuscheliger finde, wenn ich diesen Stehkragen habe. Den mag ich einfach mehr. Eine Sache habe ich jetzt hier gemogelt als Teststricker. Ich gebe es zu, als Teststrickerin, Teststricker solltest du das nicht tun. Ich habe aber auch nur die Bilder von vorne gezeigt, damit einfach ich nicht vor der Veröffentlichung des Buches an dem Design rumgepfuscht habe. Aber ich hasse es, habe ich ja gerade gesagt, wenn der Nacken hinten runter geht und gleich ist. Deswegen habe ich hier hinten im Nacken verkürzte Reihen eingebaut. So, kann man sehen hier, das Stückchen habe ich eingebaut, damit einfach der Nacken etwas höher kommt und ich hinten Wärme habe. Ja, das ist die einzige Veränderung, die ich bei dem Pullover gemacht habe. Ansonsten hat er eine Rundpasse, ja, was noch? Relativ schmale Ärmel, hat die rechts verschränkten Maschen am Bündchen. Ich zeige es euch nochmal auf dem Bild. Da sieht man auch nochmal, wie tief der Nacken bei ihr jetzt hinten kommt. Das ist mir zu kalt da hinten. Also ich mag es nicht so, so luftig am Nacken hinten und am Rücken. Aber ansonsten sehr schönes Design. Ich stehe mal auf. Ja, jetzt seht ihr den Pullover in voller Gänze. Ich drehe mich auch noch mal um.
Hinten kann man hier hinten die verkürzten Reihen sehen, die ich eingebaut habe. Aber ansonsten habe ich mich komplett an die Anleitung gehalten. Das Colorwork war auch nicht schwer. Denke ich, fortgeschrittene Anfänger haben damit kein Problem. Rechts, links verschränkte Maschen an den Bündchen. Und wie gesagt, das Einzige, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe, ist hier das Halsbündchen eingeschlagen und zusammengenäht. Kann man machen. Wollte ich halt nicht. Ich fand es so angenehmer. Perfect Palette von Veronika Lindberg und die Wolle Wool and Forest. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Verbraucht habe ich gar nicht viel, doch, verbraucht habe ich gar nicht viel. Ich schaue kurz drüber. Ich meine, ich habe nämlich Größe S gestrickt, wurde schnell gestrickt mit 4,5 mm Nadeln und von der Hauptfarbe brauchte ich nur, also von der hier, 3 Stränge Decay. Also das ist nichts. Und das Colorwork, wenn ihr auch Fingering übrig habt, könnt ihr es ja doppelt halten. Da habt ihr ja dann auch wieder die Decay-Stärke. Also der Pullover, den fand ich richtig schön und ich mag alles an ihm, Passform, alles, dass ich überlege, tatsächlich schon die ganze Zeit überlege, in welcher Farbe ich den noch stricken könnte. Ja, das nächste, was ich euch zeigen will, wer Alex auf Instagram folgt, hat sie schon des Öfteren in ihren Stories mit diesem Schal um den Hals gesehen, beziehungsweise Tuch. Und der Name heißt des Tuchs der Anleitung Sampler Schal. Findet ihr als kostenloses Download und zwar bei The Lamp and Kit Designs. The Lamp and Kit ist bekannt in Amerika und wir fanden einfach, ich finde auch diese kräftige Farbe so toll. Wir fanden einfach das Tuch schön und ich habe meins in dieser Farbe gestrickt, also die ich jetzt gerade habe. Das ist Smaragd mit Lapis Lazuli und wie ihr seht, deswegen hatte ich auch das Decay noch über. Passt das natürlich auch super zu meinem Perfect Palette Pullover. War schon so mit Absicht gewählt. Ja, Schals. Der Alex ihren Schal habe ich um 2 Blöcke vergrößert und meine Version ist mit Mohair und ihre ist mit Suri Deluxe. Bei ihr ist es die Farbe, schauen wir gleich mal nach, Karamell zusammengehalten mit Suri Deluxe Bronze und Raven zusammengehalten. Raven mit Raven und Karamell mit Bronze. Das sind ihre Farben und bei mir ist es Smaragd und Lapis Lazuli. Ein weiteres Tuch, was ich von The Lamp and Kit Designs mir ausgesucht habe, ist dieser Rakish Shawl. Den habe ich auch letztes Jahr gestrickt. Dazu hatte ich auch einen Knit-Along gemacht. Und einige von euch haben da auch mitgemacht. Und wie ihr hier seht, ist es in den Farben Graphit und Karamell ebenfalls, Merino Decay und Suri 800 war das jetzt von der Alex. Hier habe ich 2 Stränge von dem Graphit gebraucht, einen Strang von dem Karamell und nur einen Strang von dem Suri 800 in Graphit. Ich wollte einfach mal sehen, wie man denn am kostengünstigsten dieses Tuch denn stricken könnte und fand dann, dass 4 Stränge insgesamt okay sind für so ein Tuch.
kann es euch hier an der Kamera auch noch mal zeigen, wenn ihr ganz genau schaut. Ich zeige es mal jetzt von der Seite. Man erkennt den Flausch hier, genau, den erkennt man an dem Graphit, aber an dem karamellfarbenen ist keiner. Und ich fand, genau, jetzt sieht man den Flausch gut, ich fand, dass das Tuch dann insgesamt auch lockerer wird, aber trotzdem wärmt. Es ist dann nicht, ja, Merino Decay ist ja ein relativ glattes Garn, aber ich wollte ja trotzdem Wärme um den Hals, und so habe ich es geschafft, dass es nicht zu warm wird, aber auch nicht zu kühl. Rakish Shawl, kostenlose Anleitung auf Ravelry. Jetzt wird es langsam warm. Ich merke es auch hier mit dem Licht und mit dem Pullover, deswegen mache ich jetzt schnell, dann kann ich wieder was anderes anziehen. Und zwar habe ich hier noch einen Strick aus 2024, etwas komplett anderes, und zwar ein Einkaufsnetz. Hier von Edna gesponsertes Garn, und zwar der Firma Järbö. Das ist ein Leinengarn, die heißt Järbö Lin. Da hatte ich einen Strang gesponsert bekommen und die Anleitung gab es ebenfalls kostenlos dazu. Aus dem Strang habe ich 2 Einkaufsnetze geschafft. Ein Netz hat meine Schwester und eins habe ich. Jetzt habe ich halt Wollknäule drin aktuell, aber es hat Spaß gemacht, das zu stricken, und fand ich ganz nette Abwechslung. Ich habe noch einen Rest von diesem Leinengarn. Da will ich immer noch eine Maschenprobe draus stricken und waschen und mal gucken, wie sich das Leinen verhält. Ungewaschen in der Hand hat es sich angefühlt wie Paketschnur. Mittlerweile ist dieses Einkaufsnetz aber mehrmals in der Hand gewesen und es fühlt sich jetzt sehr viel softer und weicher an. Also ich weiß gar nicht, ich würde es jetzt nicht mehr als Paketschnur betiteln, es fühlt sich wirklich weich an. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es nach der Wäsche sogar noch eine viel schönere Haptik hat. Aber ich kann es halt nur mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, muss ich noch austesten. Das ist jetzt erstmal nur ein Einkaufsnetz. Wie gesagt, das ist die Järbö Lin und in dem Fall ein gespendetes Garn von Edna. Reden wir über das nächste Design, und zwar über das Waterfront Bliss Tank Top. War ein Teststrick für Rhonda Yaxa. Hat gedauert vom 19. April bis zum 22., also nur ein paar Tage, und gestrickt habe ich es aus 2 Knäulen Holst Coast in der Farbe Cantaloupe. Das Coast ist auch eine schöne Qualität, habe ich jetzt auch schon mehrfach verstrickt, mag ich sehr. Das Design, ihr seht, hat so ein markantes Blättermotiv vorne dran, könnte ich mir auch gut aus Lana Grossa oder Bell vorstellen, oder Lana Grossa Pima, weiß nicht genau, wie die Baumwollqualität heißt, aber das denke ich würde sehr gut aussehen, vielleicht in einem Weiß oder Karamell. Ja. Ist nicht mehr bei mir, wohnt schon bei meiner kleinen Nichte oder bei meiner jüngeren Nichte, nicht klein, aber jüngeren, und ja, war ein netter Teststrick. Ist eine Kaufanleitung auf Ravelry, müsst ihr bei Frau Rhonda Yaxa nachschauen. Dann habe ich auch für die liebe Ines Oliveira habe ich Test gestrickt. Kennt ihr vom als Wert Knit, auch vom Melides Dress zum Beispiel oder vom Cardi Jumper. Und zwar diese Ludo Socks. Hier in der Färbung Pumpkin, wie heißt es genau? Die Färbung heißt Pumpkin Pie und Peachy Blossom Wool and Forest von der lieben Alex. Peachy ist eine sehr schöne Färbung. Pumpkin Pie auch, aber Peachy hat so ein rosa Aprikot, so ein Pink Aprikot. Und die Socke, blende euch mal kurz hier aus.
Die Socke wurde von Bündchen an runterzus gestrickt mit einem, na, was ist das für eine Ferse, mit verkürzten Reihen. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Ich bin kein Sockenstricker. Ich stricke das einfach so vor mich runter. Und was ich aber toll fand, ist an der Fußspitze, da strickt ihr auch verkürzte Reihen und strickt hier praktisch über die Spitze drüber bis auf die andere Seite und verbindet dann hier hinten mit einem Kitchener Stitch, sodass ihr keine Naht habt und auch nichts an den Füßen führt. Ja? Also wunderbar, tolle Socke, tolle Passform. War in Kassel mit dabei. Es gab, wie ihr auf dem Bild sehen könnt, auch mal zwei. Leider ist die zweite Socke verloren gegangen und die muss ich noch mal stricken. Wolle habe ich noch genug, also wird noch mal eine zweite Socke gestrickt. Passiert, Kollateralschaden, aber ganz tolle Socke, ganz tolle Anleitung, Kaufanleitung auf Ravelry. Die, wie heißt sie richtig nochmal? Ludo Socks. Die Drops Bell, wenn ich sie schon erwähnt habe, spielt auch im nächsten Design eine Rolle, und zwar in diesen zwei Farben. Einmal in der Farbe Mais und Natur, das ist einmal 04 und Farbe 03. Habe ich gewählt. Für das Bell Tanktop war ein Teststrick für die liebe Marie von Mabel Knitting. Und ja, ging ratzfatz, hat eine doppelte Blende überall rum, um die Achseln herum und auch vorne am Ausschnitt. Gebraucht habe ich nicht viel. Das Bündchen konnte man, ich muss gerade überlegen, das Bündchen hat sie, meine ich, anders. Da schauen wir mal drauf. Genau, wir konnten entweder die Streifenvariante wählen oder einfarbig. Ich wollte es einfarbig. Ihr Bündchen ist glatt rechts runter und dann umgeklappt. Ich habe das mit rechts-links gewählt. Und mein Bell Tanktop ist ebenfalls bei meiner Nichte. Und ja, es ist ein super Basic-Teil. Nummer 2 wird auf jeden Fall auch gestrickt, vielleicht auch Nummer 3. Kann man immer gebrauchen im Schrank. Kaufanleitung bei Mabel Knitting. Super geschrieben und auch, denke ich mal, anfängerfreundlich. Ich sage anfängerfreundlich, aber eigentlich ist es so, wenn ihr etwas stricken wollt, dann schafft ihr das immer. Und wenn ihr Fragen habt, fragt. Dafür ist Instagram und Ravelry da. Stellt die Fragen, die ihr fragen müsst. Und es wird schon früher oder später jemand darauf antworten. Oder googelt einfach bei YouTube, fragt die Sachen ein und irgendjemand hat bestimmt ein Tutorial aufgenommen. Dann hatte ich hier den Violet Cardigan, wie ihr seht, etwas winziges gestrickt. Da hatte ich einfach Lust drauf. War auch innerhalb kürzester Zeit fertig. Und zwar ist das ein Design von Jessica McDonald. Für sie habe ich schon einen Test gestrickt. Die macht Erwachsenen- und Kinderstrick. Und ich hatte irgendwie Lust, bei ihr wieder mitzumachen, aber nicht viel Zeit. Und dann dachte ich, komm, machst was für Babys. Hast was als Geschenk, wenn irgendjemand schwanger ist oder was braucht. Und fand ich richtig süß. Hat hier unten so ein Lochmuster. Und die Holst Coast Cantaloupe durfte wieder herhalten. Da hatte ich noch genug übrig. Und Knopflöcher hatte ich keine gestrickt, weil ich an diese Strickjacke Druckknöpfe dran gemacht habe. Und das sogar gerade für Babys praktischer finde. Ja, das war der einzige Grund. Schaut einfach mal vorbei, Jessica McDonald, Größe 2 und gebraucht habe ich ganz wenig. Also mit 3 mm Nadeln gestrickt und Materialverbrauch war wenig. Dann reden wir hier vom Revival Schal. War ein Teststrick für die Designerin Caitlin Turowski, The Wanderlust Knitter auf Instagram. Habe ich gestrickt aus der Drops Air, zusammengehalten mit der Brushed Alpaca Silk. Wie ihr seht, ist das mit Fransen vorne gemachtes Tuch. Das wird von der einen Ecke zur anderen gestrickt, also nicht
von der Mitte bis zur Spitze, nee Quatsch, von der Spitze bis zum Ende, sondern praktisch von links nach rechts oder rechts nach links, wie auch immer ihr es wollt. Ein riesiges Tuch und meine kleine Nichte freut sich da sehr drüber. Als Studentin ja, hat sie es ganz gerne, wenn sie so riesige Sachen mit in der Uni dabei hat. Wenn man da sitzt und lange zuhört, dann ist man doch froh, wenn man sich in irgendetwas einkuscheln kann. Ein Tragevideo blende ich euch jetzt auch hier ein. Wie gesagt, das Tuch ist nicht mehr bei mir. Hier reden wir mal über diesen Seon Kimono, ein Design von Aegyo-Knit, gestrickt in Größe 1 letztes Jahr, und zwar war das aus Angel Leinen von Wool & Forest zusammengehalten mit Kid Mohair in der Farbe Neon Lemon. Das Angel Leinen war naturfarben belassen und von dem Leinen brauchte ich 3 Stränge und von dem Kid Mohair 4. Ist ein oversiziger Kimono-Cardigan ohne Knöpfe in einem Halbpatent gestrickt von einem Ärmel zum anderen. Ein Tragevideo blende ich euch jetzt hier ein, weil der Kimono aktuell auch bei meiner Schwester ist. Ist ein schönes Layering-Teil. Ja, kann man sich schön mit einkuscheln und durch das Leinen mit dem Mohair ist es auch schön luftig und leicht. Anleitung war ganz gut beschrieben, kann ich nichts Negatives drüber sagen. Aegyo-Knit ist ja vielen bekannt. Da sind ja auf Instagram viele Designs auch wieder im Umlauf, auch Colorwork mittlerweile. Schaut gern vorbei. Ist ein schönes Potpourri an Sachen und verschiedenen Sachen und oversizigen Sachen, was die zeigen. Ja, dann Schande über mein Haupt oder Asche über mein Haupt. Wir reden jetzt über den Angel Sweater. Und zwar ist das ein Teststrick gewesen für die liebe Marie von Mabel Knitting. Ganz toller Pullover. Ich hatte die V-Ausschnitt-Version, wie ihr sehen könnt, gestrickt aus Angel, Angel 400 mit Angel Lace in der Farbe Mint. Ja, warum Asche auf mein Haupt? Ich hatte ein Video gedreht für YouTube, unter anderem halt auch mit diesem Pullover, als der Teststrick beendet war, und habe ihn auch ausführlich gezeigt, und leider ist dieses Video aber niemals auf der Plattform gelandet, denn ja, wie das Leben so mitspielt, es gingen die Tage so dahin und ich kam einfach nicht zum Schnitt, und irgendwann mal war der Text auch dann veraltet, und YouTube kann manchmal frustrierend sein. Aber nichtsdestotrotz, das Design ist ein tolles Design. Ihr strickt auch hier von oben nach unten. Ihr habt hier eine Contiguous-Schulter, die eine super Passform hat. Das heißt also, ihr bildet den Ärmel gleich mit. Ihr habt wie so eine Art Sattelschulter hier oben. Das Angel 400 oder Angel Lace ist super soft. Da ist auch ein Kaschmir-Anteil drin. Den spürt man. Die Farbe Mint habe ich bewusst gewählt. Nochmal, wenn es Herbst oder Winter wird, haben wir Braun und Grau und Beige. Da mag ich ganz gern Farbe, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich Glück habe. Die Farbe ist jetzt gerade in der nächsten Saison auch gut wieder angesagt, und da freue ich mich drüber. Ich schaue ja immer so ein bisschen, was ist an Farbe und an Trend da, und ja, macht mir einfach Laune, statt Grau in Grau und Beige in Beige zu gehen, einfach Farbe in meiner Garderobe zu haben. Vor allem, wenn ich sie nicht eben mal im Geschäft kaufen kann. Ja, sonst, wir haben ein geteiltes Bündchen hier. Hinten ist der Pullover etwas länger. Wie ihr sehen könnt, Passform ist super.
Habe den extra nicht lang gemacht, weil ich immer High-Waist Jeans trage. Also hier oben ist mein Bündchen und dann möchte ich eigentlich, dass das dann relativ nah endet und ich auch die Möglichkeit habe, den Pullover eventuell auch auf Röcke anzuziehen. Dann sieht man nicht gleich so aufgestummt aus. Und ja, ganz toll lässt er sich waschen, super soft. Und bin echt zufrieden mit dem Material und mit der Farbe und mit der Passform sowieso. Den Pullover gibt es auch nochmal in Rundhalsvariante und ich hoffe, dass ich 2025 dazu komme, auch diese Variante zu stricken. Haben wollen würde ich es schon. Nur meine Hände schaffen nicht immer alles. Ja. Also Angel Sweater, eine Kaufanleitung bei Marie von Marvel Knitting, sowohl auf Ravelry meine ich, aber auf jeden Fall auf ihrer Website. Schaut bei ihr vorbei. Toll. Ja, so langsam sehe ich immer zerrupfter aus, aber da müssen wir jetzt durch. Bald haben wir es geschafft. Was ich euch jetzt hier zeige, ist der Darling Cardigan. War ebenfalls ein Teststrick für Kutova Kika, Veronika Lindberg. Meine Version ist aus der Lana Grossa Lala Berlin Brushy gestrickt. Ein super softes Mohair oder eine Mohair-Mischung, glaube ich sogar. Schauen wir mal drauf. Ja genau, Mohair und Merino und Polyamid. Also war ich super zufrieden damit. In der Farbe Mintgrün habe ich nur 6 Knäuel gebraucht und habe statt Knöpfe Druckknöpfe angebracht. Da habe ich das Gefühl, da war ich besser mit bedient. Ja, ich hatte keine Lust auf Knopflöcher, aber ich mag auch insgesamt bei Cardigans nicht so die Knopflöcher, weil die dann immer so ausleiern. Also wenn ich kann, dann lieber Druckknöpfe. Das ist der Cardi. Doppelstrickkante, sehr schön. Wurde gestrickt mit Nadelstärke 5 mm. War super schnell fertig. Und die Knöpfe sowieso. Ja. Den gleichen Cardigan habe ich nochmal gestrickt für Alex als Sampler. Und zwar in der Farbe Sylter Strand. Muss ich mal suchen, wo es ist. Da ist es. Da hat sie einfach nur für mich mal ein Foto gemacht. Also der Style sieht bei Alex anders aus. Es war einfach nur ein Foto für mich, ob er passt oder nicht. Leider hat sie kein anderes Foto bisher gemacht. Die Originalversion sieht 3 Knöpfe vor, deswegen sind da auch nur 3 Knöpfe dran. Hätte ich vielleicht sogar in 4 Knöpfe ändern können oder sollen. Fällt mir schwer, wenn ich niemanden zur Anprobe direkt da habe. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Die Qualität Alpaca Light ist das von Alex, war super zu verstricken. Leider hat diese Qualität ihren Shop verlassen. Finde ich sehr schade, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Darling Cardigan von Veronika Lindberg, Kaufanleitung auf Ravelry. Und hier seht ihr noch einen Teststrick, und zwar ist es der Riptide Sleepover V-Neck Version von der Designerin Jennifer Shields Toland. Ich habe von Jennifer einiges Test gestrickt, unter anderem auch diesen Polunder und zwar schon in der Rundhalsversion, und hier war es eben die V-Neck Version, die ich unheimlich mochte, und hier aus der Drops, was ist es?
Drops Flora, genau, doppelt gehalten gestrickt habe. Der Polunder ist, hat ein tolle Seitenansicht, hat hier so ein Rippenmuster an der Seite, ist ein geteiltes Bündchen und hat dieses Muster, was ihr auch von dem Garden Cardigan angestrickt kennt, genau. Wobei Jennifer schon dieses Muster schon vorab benutzt hat. Also ich will nicht damit sagen, dass es jetzt nachgemacht hat, aber das war dann überall zu sehen, dieses Muster, und hat auch Spaß gemacht zu stricken. Ja. Zum Polunder gibt es nichts weiter zu sagen. Drops Flora doppelt gehalten, war super schnell fertig, hat eine tolle Passform, Preis-Leistungs-Verhältnis toll. Und wie gesagt, ich habe auch noch die Rundhalsversion. Da müsste ich jetzt mal schauen, ob ich die euch kurz raussuchen kann. Hier hat sie aber noch Handstulpen mit dem Muster. Und ja, wo ist er denn? Da, nee, da ist er doch. Und das war die Rundhalsversion. Die habe ich gestrickt aus, muss ich noch mal schauen, aus der Holz Titicaca, zusammengehalten mit der Pure Merino von der Alex, und zwar in der Farbe Dove und Titicaca in der Farbe Jade. Ja. Riptide V-Neck Version Slipover von Jennifer Shields Toland, zu finden auf Ravelry, und ein tolles Design. Ich muss mal schauen, ich glaube, Jen hat es schon ja genau, habt ihr auch auf Deutsch als deutsche Anleitung, weil einige oder viele der Anleitungen von Jennifer schon übersetzt worden sind. Also schaut gerne bei ihr vorbei. Im Moment oder aktuell hat sie das Hudson Riptide Kollektion, Mütze, Stulpen, Buch, ja, und einiges mehr kommt da noch. Jennifer Shields Toland auf Ravelry. Hier hatte ich das Palm Tee gestrickt, und zwar mit Marie im kleinen Minikall. Marie von Mabel Knitting. Sie hatte gefragt, hast du nicht Lust, das auch zu stricken? Habe ich gesagt, hier, ich habe schon das andere T-Shirt von der Designerin gestrickt, die übrigens Lene Holm Salmsö heißt, oder Lenit. Da habe ich gesagt, aber gerne, das Palm Tee wollte ich auch noch stricken. Und es sieht so aus. Und dann habe ich mal in meinem Stash geschaut und habe noch eine alte Baumwollqualität von Schachenmeier gefunden, und zwar die Cherry, Nomuta Cherry, genau. Und davon hatte ich genau noch 5 Knäuel, und genau die 5 Knäuel habe ich in dieses Palm Tee verstrickt und war auch total happy, und das Muster ist ganz toll rausgekommen. Also ich bin mir sicher, dass ich das Palm Tee nochmal stricken werde, und ja, vielleicht auch diesmal mit einem Dreiviertelarm. Das wird doch auch schön aussehen. Gerade so für Frühjahr, denke ich, ist es schick. Ja, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von mir. Ich wollte jetzt nur mal schauen. Gibt es das schon auf Deutsch? Ich glaube nämlich ja. Ja, genau. Die Anleitung habt ihr auch auf Deutsch. Kaufanleitung auf Ravelry, aber absolute Kaufempfehlung. Und ein Tragevideo blende ich euch auch hier ein, weil ich habe es schon in die Sommersachen weggeräumt und müsste dann alles rausräumen, um dieses T-Shirt zu finden. Und das gleiche gilt auch für dieses Summer Breezy Tee, das hatte ich euch auch schon gezeigt, blende hier aber auch eventuell ein Tragevideo ein, wenn ich eins habe. Wenn nicht, dann eben nur dieses Bild, gestrickt aus der Lana Grossa Capri. Ist wie so ein Dochtgarn mit Seidenanteil, meine ich. Ich glaube nicht, dass 100% Seide ist. Ich schaue aber nochmal nach. 55% Baumwolle, 30% Nylonfaden und 15% Seide.
mit 4 mm gestrickt. Habe ich schon mehrfach verstrickt, das Garn. Ich mag's. Ich habe aber in Backnang von einer Followerin noch einige Knäulchen in die Hand gedrückt gekriegt. Als sie mich gesehen hat, hat sie gesagt, Gott sei Dank treffe ich dich. Ich habe dir extra dieses Garn mitgebracht. Ich mochte es nämlich überhaupt nicht. Fand ich total lustig. Ihren Namen weiß ich jetzt leider nicht. Aber ich bedanke mich nochmal auf diesem Wege, wenn du zuschaust. Und schauen wir mal, ob 2025 daraus was entsteht. Also Summer Breezy Tee war eine Anleitung von Lana Grossa. Und das Garn Capri ebenfalls von Lana Grossa hieß vorher Secondo, jetzt heißt Capri, beziehungsweise wer weiß, wie es in 2025 heißt. Die ändern immer wieder ihre Namen, aber die Qualität ist die gleiche. Ja, und die gleiche Qualität haben wir hier. Das ist Capri Lace Shirt, ebenfalls aus dieser Capri Qualität, aus einem Filati-Heft von Lana Grossa in einem so einem Ecru-Ton, hat ein ähnliches Muster wie dieses Slipover, dieser Slipover von der Jen oder halt wie der Garden Cardigan. Ihr seht, man kann das Rad nicht neu erfinden, die Muster kommen immer wieder. Und hier in dem Fall war es aus einem Lana Grossa Heft. In Teilen gestrickt. Da habe ich es jetzt mal wieder gemacht. Gehört aber nicht mehr zu meinem Lieblingsstrick. Wenn ich kann, vermeide ich das. Finde ich auch nicht mehr zeitgemäß, aber ab und an muss es sein. Und vor allem, wenn man Intarsia-Technik zum Beispiel strickt, dann ja, bleibt einem das auch nicht erspart. Kommt drauf an, natürlich, wie gesagt, was man stricken will. Und dann muss man manchmal in den sauren Apfel beißen, dann ist es einfach so. Bei dem T-Shirt war es absehbar, das konnte ich ertragen. Und die Näharbeit war auch nicht viel. Der Prozess an sich stört mich nicht, das Nähen, sondern dass einfach nach dem Abketten immer noch was zu tun ist. Das stört mich. Eine Kopfsache. Ja, schönes T-Shirt, Capri Lace Shirt von Lana Grossa. Ja, und last but not least, wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen, meine ich zumindest, wenn das ein oder andere Projekt nicht den Weg hier in die Liste geschafft hat, dann sei es so. Ich denke, wir haben auch schon genug gesehen. 2024 darf abgehakt werden, aber als letztes darf natürlich hier mein Schätzchen nicht fehlen, und zwar der Christian Sweater von der Designerin Hanne Rimmen. Wenn ihr über Weihnachten mir gefolgt seid, beziehungsweise auch Marie, wir hatten einige Lives, dafür hatten wir uns extra Weihnachtspullover gestrickt und meiner war halt der. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr könnt ja mal kurz reinschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht, überhaupt auch dieses Weihnachtsthema. Ich liebe ich liebe diesen Klimbim, also ich liebe dieses Drumherum viel mehr als wie am Ende die Schenkerei oder irgendwas. Ich mag dieses Prozedere davor und deswegen hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, für Weihnachten und für auch diese Lives und die Videos diesen Sweater zu stricken. Ich hatte hier die Lamana Como zusammengehalten mit einem wunderbaren Mohair aus dem Hause Homespun Haus. Hatte ich noch da in der Farbe Antique. Warum gefällt mir das Mohair? Weil es ein kurzhaariges Mohair ist, aber ein schön flauschiges. Kann man das sehen? Ja, man sieht die kurzen Haare. Das andere, das Rote und das Grüne, das sind lauter Restgarne, die ich in meinem Stash habe. Dazu kann ich jetzt nichts weiter sagen. Das Wetter, auch rechts verschränkte Maschen, eine Passform. Das Einzige, was ich sagen kann, also ich muss sagen, die Haptik ist auch toll. Hat mich auch milde gestimmt, weil die Lamana Como und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Also hatte ich schon vorher erwähnt, dass ich mit der Lamana Como
auf dem Kriegsfuß stehe, weil die hatte ich mir gekauft für einen Teststrick für eine andere Designerin, und zwar im Dezember 23 sollte ich einen Sweater-Test stricken, und da hat sie diese Qualität benutzt. Dann dachte ich, gut, habe ich noch nie versucht, machst du doch diesmal einfach. Und in Heppenheim, oder wer Heppenheim als Vettelheim kennt, wegen Sebastian Vettel, da gibt es einen ganz tollen Wollladen. Da bin ich dann hin und dachte, schaust du mal, was die so hat, weil ich online gesehen habe, dass die Lamana Como führt, und ich bin ja an der Hessischen Bergstraße, ist unweit von uns. Bin ich also mal hingefahren und habe die in einem schönen Hellgrau gefunden und auch wirklich 10 Knäuel gekauft für knapp 90 Euro. Also war auch gar nicht so günstig, weil die Como, die hat nur 25 Gramm, bin ich mir fast sicher. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, damit ich jetzt nicht einfach irgendwas erzähle. Das sind 25 Gramm Stränge und 120 Meter. Gesagt, getan, Teststrick angefangen, mit in den Urlaub genommen, habe schon beim Stricken gemerkt, das Garn will einfach nicht so, das ist so ein bisschen störrisch beim Stricken. Mag ich nicht so, wenn es nicht von der Nadel flutscht, aber gut, quälst dich durch, ist ja ein Teststrick. Hatte dazwischen auch noch Corona, lag dann auch noch flach und krank und habe mich dann kurz vor der Deadline dazu aufgerafft, zumindest bis unter die Achseln fertig zu stricken und auch die Ärmel soweit, wie denn die Zahlen relevant sind, habe das abfotografiert und der Designerin geschickt und habe gesagt, hier, sorry, an der Stelle breche ich ab. Zum einen, weil ich mit dem Garn einfach nicht stricken kann. Das ist nichts für mich. Und zum anderen auch das Design klappt an mir überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt, wenn einfach nur eine Masche hier die Schulter entlang läuft und aus dieser Masche dann praktisch Vorder- und Rückenteil herauswächst. Sieht an mir einfach nichts aus. Also ich hätte nicht gewusst, wie ich auch schön zum Release dieses Design hätte fotografieren können sollen. Wie gesagt, ich habe ihr alle Zahlen genannt, habe gesagt, hier, das, was du geschrieben hast, passt hier an, also da und da passt das. Lediglich an einer Stelle passte es nicht. Das habe ich ihr auch gesagt, habe gesagt, sorry, aber hier brechen wir ab. Und habe dann erstmal das Projekt und die Knäule zur Seite und dachte, gut, wer weiß, was du damit machst. Pur wirst du auf jeden Fall nicht mehr verstricken. Und dann kam der Weihnachtspullover und dann dachte ich, das ist jetzt mal ein Grund, die Como wieder in die Hand zu nehmen und auf jeden Fall mit Mohair zu verstricken. Und jetzt komme ich wieder, jetzt schließe ich den Kreis darauf zurück, mit Mohair zusammen oder zumindest mit diesem Mohair zusammen, mit so einem kurzhaarigen, finde ich die Haptik der Como wieder toll. Also es fühlt sich super leicht an, ist eine schöne Haptik. Könnte ich mir jetzt in der Kombination wieder vorstellen zu verstricken, solo nie wieder. Ja. Was ich noch bei dem Pullover sagen muss, leider hatte ich einen Fehlkauf. Ich habe zu schnell auf den Kaufbutton gedrückt und hatte aus Versehen die gleiche Anleitung, aber die ursprüngliche gekauft, die von Bottom-up, also vom Körper aufwärts gestrickt wird. Wollte ich auf keinen Fall. Ich habe noch überlegt, sollst du es machen, jetzt hast du es gekauft, die Anleitung, bla bla bla. Und dann dachte ich, nein, das soll ein schöner Weihnachtsstrick sein, das soll mir Spaß machen, und Bottom-up macht mir nicht Spaß. Ich stricke den nicht rückwärts von unten nach oben, den Pullover, und habe dann die Anleitung nochmal gekauft. Also Christian Sweater, Hanne Rimmen, achtet drauf, wenn ihr die Anleitung kauft, dass ihr auch die richtige erwischt, also die von oben nach unten. Man könnte den Sweater noch in anderen Farben variieren, dann sieht er nicht so weihnachtlich aus. Ich habe mich dazu aber entschlossen, diese Beeren aufzusticken, habe auch ein kurzes Tutorial auf YouTube dafür gedreht und habe aber auch gleichzeitig diese Beeren an den Schultern und Armen weggelassen, damit es nicht so wuchtig wird. Denn die Beeren machen ja optisch auch nochmal Volumen, und deswegen, das wollte ich nicht. Kann aber jeder für sich selbst entscheiden, ob er es möchte oder nicht. Aber
Fakt ist, dass der Pullover auch hinten am Rücken die Beeren hat. Und ich habe auch verschiedene Farben von Mohair benutzt, damit das Ganze ein bisschen naturgetreuer rüberkommt und nicht so, oder dreidimensional, wie die Alex so schön sagt, und nicht so platt in einer Farbe und einfach nur in Rot. Ja, also Christian Sweater war ein toller Strick und hier in diesem Video mein mein abschließender Jahresrückblick, oder nein, für dieses Video schließe ich hiermit mit diesem Sweater mein Jahresrückblick 2024. Das wollte ich sagen. Ich hatte im Jahresrückblick 2023 gesagt, was ich mir für 24 vornehmen will, unter anderem auch Colorwork und Designer, die ich bis dahin nicht gestrickt hatte. Colorwork habe ich ja hiermit umgesetzt und als neue Designer würde ich sagen, außer Marie, habe ich Egionit gestrickt. War sonst noch jemand Neues dabei? Überlege ich jetzt gerade. Fällt mir jetzt aus dem Stegreif nicht ein, aber definitiv Mabel Knitting und Egionit war neu. Colorwork habe ich einiges umgesetzt und gestickt habe ich auch. Das wollte ich ja auch, habe ich ja auch so mitgemacht. Kann man sehr gut auch auf seinem Gestrick. Und was würde ich mir für 2025 gerne vornehmen? Für 2025, da habe ich mit Julia Sache mit Haken jetzt gerade heute auf Instagram mich ausgetauscht und habe gesagt, ich hätte ganz gerne, das ist nur ein Wunschdenken, ob es realisierbar ist, wird sich fest noch zeigen. Ich hätte ganz gerne, dass ich in 2025 vielleicht jeden Monat ein Projekt habe, was schnell von den Nadeln flutscht. Unter anderem sind ja solche Projekte wie halt eben dieses Palm Tee oder das Ankers Tee. Davon gibt es ja auch die Pullover-Version. So einen leichten Sweater wie halt eben das Füchslein oder ein Monday-Sweater. Vielleicht auch mal ein schnelles Paar Socken. Also sowas hätte ich gern, dass einfach jeden Monat zusätzlich zu den normalen Projekten etwas da ist, was einem so ein schönes, befriedigendes Gefühl gibt. Und damit meine ich nicht im Sinne von Slow Fashion und wie schnell kann ich stricken, sondern einfach um den Stash abzubauen, der mich nicht stresst, aber es wäre halt schon befriedigend und schön. Und zum anderen einfach, um auch diese schnellen Muster wieder mal zu stricken. Also es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, wenn etwas schnell wächst und man sieht, dass es ein Stück gibt und dass es vor allem was Schönes gibt. Ja, das würde ich mir für 2025 wünschen. Und nochmal mehr Colorwork. Unter anderem wartet auch das Tuch von Frau Barbara Salet auf mich. Ich wollte es als Weihnachtsanstrick anfangen, konnte es leider nicht mit in den Urlaub nehmen, weil das schon ein Riesen-Oschi ist, der Karton, und wir schon das Auto voll hatten. Wir waren auch nicht alleine unterwegs, dementsprechend ging das nicht. Und hier in Deutschland hatte ich noch keine Zeit, mich mit dem Tuch zu befassen, was ich aber hoffentlich bald haben werde, denn es soll ja ein Langzeitprojekt werden, aber es muss ja auch mal angefangen werden. Ja, das sind so die Ziele. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Mal sehen, wie viel UFOs und WIPs ich euch zeigen kann, denn im nächsten Video möchte ich auf jeden Fall einen Tisch machen und mal schauen, was ich so alles aus den Ecken herauskrame. Und ja, ich möchte auch mein Uralt-UFO suchen. Das hatte ich im Live erwähnt mit Julia, Sache mit Haken und Marie Mabel Knitting.
dass ich eins habe, sogar noch aus den 80er Jahren. Und ja, wenn ich Glück habe, finde ich auch das Heft dazu. Also haben tue ich es, nur wo es ist, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Weil im nächsten Video dann möchte ich auch nochmal auf Nicht mein UFO eingehen. Und ganz viele haben schon Sachpreise geschickt. Finde ich total klasse. Auch von sich aus schon. Also was da alles zustande gekommen ist und jetzt schon da ist, ganz, ganz toll. Also die Strick-Community ist wirklich toll. Wer Lust hat, noch mit einzusteigen, einfach mich anschreiben und sagen, ich möchte in die Gruppe rein. Ihr könnt aber auf Instagram auch ohne Gruppe mitmachen. Ihr müsst aber unter eure Beiträge den Hashtag benutzen. Also Hashtag, ich schreibe ihn hier rein, Hashtag NittMyUFO 2025 oder halt eben Hashtag NittMyUFO 2025 Kall. Nur so kann der Generator euch finden und nur so kann ich die Preise an die entsprechenden Personen, die fertige Projekte mit dem richtigen Hashtag gesetzt haben. Ja, war das jetzt in Deutsch? Die kann ich dann finden und auf jeden Fall die Preise verlosen. Und es sind tolle dabei, die zeige ich euch dann auch. So, heute mache ich jetzt Schluss und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!